Und es wirkt jetzt so, als hätte ich das regelmäßig gemacht. Das habe ich aber nicht. Das hab ich nur gemacht, weil ich wusste, dass du auf mich stehst. Bitte, ne? Ich habe das wirklich sonst nicht gemacht. Perhaps I was talking when I should have been listening. Boah. Jetzt pass auf. Mäuschen, pass auf. Oh Gott. Hallihallo, Hallöchen. Es geht ab, Party People. Willkommen zu einer neuen Folge, zur 33. Folge. 33 ist eine gute Zahl. Von uns, Melina und Felix. Von Woanders Vegan. Woanders Vegan. Ihr seid dabei, wir sind hier. Wir sind dabei, du bist dabei, zu uns zu verlieren. Klüsen. Okay, um was geht es heute? Wir haben uns gedacht, wir werden wieder ein bisschen persönlicher, wenig Arbeit, lassen Arbeit sein und kommen mehr zu uns, was uns bewegt. Heute wird eine locker leichte Folge. Heute wird eine Folge zum Wohlfühlen. Wir nehmen uns immer vor, mal nicht so lange zu machen, aber irgendwie klappt es nicht. Aber vielleicht klappt es heute. Ja. Und also wer bei YouTube dabei ist, der kann über Kapitelmarker wieder dahin kommen, wohin kommen will. Genau. So, fangen wir aber kurz an. Interessiert vielleicht wieder alle Veganer. Vegan People. Oder Leute, die einfach weniger tierische Alle, die Produkte es werden wollen. Ja. Springt auf den Zug. Wir waren im Asialaden. Und wir haben uns ein paar Sachen gekauft, überwiegend das Soßenregal hat uns heute besonders fasziniert. Ich klebe ja immer vor so Dingen und weiß nie, so soll ich doch. Man muss dazu sagen, Melina ist die Einzige, die kocht. Also ich habe mit diesen Soßen eigentlich nichts zu tun, außer wenn ich mal was abbekomme von dir. Ja, deswegen macht das Melina jetzt die Vorstellung. Deswegen ist alles meins. Meins. So, wir fangen an. Das Beste hebe ich zum Schluss auf. Okay, ist auch dumm, weil ihr das nicht seht, egal. Doch. Und zwar einmal diese typische Hoisin-Soße. Hoisin. Süße Variante, steht extra vegan drauf, hat mich direkt gecatcht, weil es steht extra vegan drauf, das ist immer so ein Safe-Ding. Und du hast es gekauft, weil diese Verschlüsse bei der Sriracha-Scheißsoße immer so kacke sind. Genau, weil kennt ihr, wie heißt die Marke? Sriracha, die Leute wissen Bescheid, glaube ich. Es sind eigentlich geile Soßen, glaube ich. Ich kenne mich ja nicht so aus, aber die Verschlüsse regen mich so auf. Wie kann man sowas Unpraktisches machen? Es läuft irgendwann überall raus, es kommt so wenig raus. Deswegen habe ich mich für diesmal was anderes entschieden. Mit einem besseren, ich hoffe besseren Aufsatz. Wesentlich. Also wie gesagt, ich habe nämlich alles leer gemacht. Klassiker. So, dann, weiter geht's. Das zweite Ding ist was richtig Geiles. Das hat uns Felix' Freundin, glaube ich, mal näher gebracht, ne? Ja. Das ist eine vegane Austernsoße, genau, auf Pilzbasis. Das so dickflüssige ist auch ziemlich süß. Also auch, es ist wie eine Sojasauce sozusagen. Also schmeckt nochmal ein bisschen anders. Süßlich, bisschen dickflüssig. Wie gesagt, es besteht aus Pilzen, deswegen ist es nochmal anders. Das Einzige, was ich auch wieder eben gemerkt habe, als ich mir was zu essen gemacht habe, die Flaschen sind einfach scheiße, auch um das Ding rauszuholen. Vielleicht beim nächsten Mal doch dieses Boy-Ding mal ausprobieren. Aber jedenfalls, die ist Vielleicht könntest du Wasser reinfüllen in die Flasche. Ja, das habe ich zum Schluss, wenn es leer ist, mache ich das immer. Das geht immer ganz gut. Okay. Und dann der Klassiker, ich habe mir 1 Liter Sojasauce gekauft. Die gute Magen-Sojasauce. Ja, 9 € für den Liter. Ich habe das aber auch natürlich erst, nachdem ich bezahlt habe, gemerkt. Aber ist halt... sowieso gekauft. Ich weiß. Aber ich hätte, glaube ich, vielleicht eine andere Marke. Also jedenfalls ist es halt Kikoman. Salz reduziert. Felix meinte, es wäre gesundheitlich für mich gut, weniger Salz zu essen. Hast du eine kurze Diskussion geführt, wollen wir nicht ausführen? Nee. Obwohl, das wäre eigentlich mal ein Thema, was uns wieder betrifft. Können wir nochmal besprechen. Ja, und dann das, was mein persönliches Highlight ist, ist wahrscheinlich einfach eine Sojasauce, weil nichts anderes ist da auch irgendwie drin. Aber da stand drauf, vegane Fischsoße. Ey, vielleicht kann man damit diese geile, für die Sommerrollen, die geile Erdnusssoße machen, wie es im Thai gemacht wird. Weißt du, mit der Soße und dann mit Erdnüssen rein, ein bisschen Chili rein. Und dann hättest du vielleicht diese Soße, die so ein bisschen schmeckt wie im Thai. Obwohl, ich mag meine Erdnusssoße, die ich immer mache für meine Sommerrollen. Ja, aber du weißt... Ja, aber jedenfalls, das ist ein Highlight. Ich nutze das gerne, habe ich gemerkt, um Tofu und so alles zu würzen.
Und generell mir ist mittlerweile überall rein, wo es ansatzweise passt. Und wer jetzt sagt, Fischsoße, was ist das denn, ist eklig? Also thailändische traditionelle Küche, da ist fast überall Fischsoße dran. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt, ob das wirklich ein bisschen danach schmeckt, aber es wär wirklich was Sinnvolles für die vegane Küche. Wie ich berichte. Ja, mach das mal. Genau. Und was ich auch Cooles gekauft habe, also ich weiß noch nicht, ob es cool ist Tempura-Mehl in so einer Tüte. Ich weiß nicht. Panieren oder was? Ja, was war mein Ziel? Ich will auf den Panier, weil man muss das nur in Wasser auflösen und dann tunkt man das Ding rein, was man da rein haben will. Da tunkt man rein und dann klappt das. Ich bin gespannt. Jedenfalls, das war der kleine Asiamarkt-Diskurs. Ja. Und wirklich, also das bringt einen weiter, wenn man asiatisch kochen will. Der Kram, der Shit. Der Shit. Das ist der Shit. Und ganz kurz, ich bin hauptsächlich auch da rein wegen den Tempeh, die haben immer, also sehr selten gefühlt, so große Blöcke Tempeh, relativ günstig und dann schlage ich immer zu. Ja, lohnt sich. Genau. Lohnt sich. So, das war das zum Thema Essen. So, jetzt zu uns. Zu uns. Wir reden so gern über uns selbst. Du trinkst Normal. deinen Tee mit Öl drin, ist voll Hanftee. ekelhaft. Boah. Genau, ich habe gedacht, wir sprechen so ein bisschen darüber, wie es uns momentan geht einfach. Ob es beziehungsmäßig ist, persönlich, da kann jeder entscheiden, was er gerne teilen möchte. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Hm? Genau, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich finde gut, wenn du anfängst. Ich soll anfangen. Ja. Okay, ich hatte mir im Vorfeld also ein bisschen ein paar Dinge überlegt gehabt, so was ich vielleicht teilen könnte. So im Grundprinzip von meiner aktuellen Gefühlslage bin ich sehr gelassen. Mhm. Obwohl das auch schon direkt die erste Lüge war. Ich bin eigentlich innerlich doch ein bisschen angespannt, merke ich. Und zwar sind da so, ich glaube, die nächste Woche in meinem Kopf stresst die mich sehr. Mhm. Obwohl es nur so Termine sind, die so ein paar Minuten gefühlt nur gehen. Aber irgendwie nervt mich das. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, der größte Knackpunkt ist, ich habe am Donnerstag, wer mich kennt, weiß, alles, was mit Autos zu tun hat, Autofahren, Auto besitzen, Autoreparaturen, ich hasse alles rund um dieses Thema. Ich wollte einen Reifenwechsel und Inspektion ausmachen. Donnerstag habe ich jetzt Reifenwechseltermin zur Inspektion, hat das nicht gereicht, weil ich jetzt eine lange Phase habe nach dem Urlaub, die ich arbeiten muss. Und da konnte ich noch keinen Termin ausmachen, weil ich nicht weiß, wann. Und irgendwie, wie gesagt, ist was mit Auto, das nervt mich, das stresst mich irgendwie, weil ich auch extra nach Mielen fahren muss. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es nervt mich einfach. Also du bist gestresst. Ja, das ist das okay. ist der Punkt. Ja. Und das Auto ist der Auslöser. Dann bin ich sehr excited ein bisschen wegen Mittwoch, weil wir da unser Gesprächstermin haben mit unseren Chefinnen. Ja, Vorgesetzten. Vorgesetzten ist das schönere Wort, Ja. genau. Wo wir über den unbezahlten Urlaub sprechen. Korrekt. Und ja, und dann habe ich soll ich noch mal zum Arzt gehen, weil mein Bericht von meiner Schilddrüsenuntersuchung kam. Und ja, da will ich das mit dem Hausarzt besprechen und ich warte noch auf Rezepte und das ist irgendwie das macht mich ein bisschen unzufrieden in dem Aspekt. Aber grundsätzlich so, was unsere Vorstellung irgendwie angeht, unser Ziel irgendwie mit nächstes Jahr mit dem Reisen und so, dadurch, dass wir viel Zeit haben und auch die gemeinsam verbringen und du mich dann immer so ein bisschen, wir sagen immer spaßeshalber dazu Office-Zeit, wo wir beide in das Büro gehen und dann jeweils jeder seinen Part ein bisschen macht. Ja. Und das macht mich irgendwie ganz excited, weil damit beschäftige ich mich automatisch mehr in dieser Reiseblase einfach, weil man sich viel mit dem Content auseinandersetzt auch und auch, ich sag mal, YouTubern oder auch Instagrammer. Und ich weiß nicht, das macht mich so... Es wird ein bisschen greifbarer, oder? Also ja, so und das generell. macht mich halt auch irgendwie, es stimmt mich fröhlich. Gerade wo ich jetzt diesen einen YouTube-Channel kennengelernt habe, die so jetzt seit einem Jahr auf Bali festsitzen, in Anführungszeichen. Ist irgendwie so cool. Und das ist irgendwie, ich glaube, es ist alles, wo ich immer merke, so Kimina, du musst einfach entspannter werden. Ja, genau. Wenn du das siehst, dann merkst du einfach, dass egal was kommt, dass es für alles eine Lösung gibt und dass die Leute zwangsläufig eine finden. Und das nimmt dem Ganzen doch irgendwie so ein bisschen
Du hast doch immer das Gefühl gehabt, wahrscheinlich, wie gehe ich damit um? Schaffe ich das, wenn ich unterwegs bin? Wie ist das? Also so, das ist doch die Angst, die dabei ist, oder? Wenn du unterwegs bist, wenn du in fremden Ländern bist, wenn du, weißt du, es ist zu viel für mich, es ist zu groß. Ja, halt einfach auch so was Problemlösungen und so und dabei einfach gelassen bleiben. Und ich glaube, ein bisschen Stress ist ja immer mit dabei, aber im Grundsatz irgendwie, was soll schon groß passieren? Und das ist so, und gerade der Gedanke, es ist immer so noch so in meinem Kopf so, ey, du musst irgendwie schaffen, generell alles entspannter zu sehen. Ja. Ich merke ja auch, dass jetzt kommen wir doch irgendwie zur Arbeit, aber das irgendwie ist so auch so ein Stressfaktor, weil ich weiß, was nach dem Urlaub ist, diese lange Zeit durcharbeiten. Dann der Mai ist auch nicht so wirklich überhaupt nicht erholsam, weil ich so Stück für Stück, weil die Urlaubszeit auch wieder losgeht. Und das nervt mich, das stresst mich, weil ich habe heute diesen Tweet oder diesen Instagram von diesem Aurel, den ich hier vorgelesen habe, mit lasst euch von der Pandemie nicht eure Freizeit nehmen, dafür ist die Festanstellung da. Und ich denke mir so, akkurat, so 100%. So ist das in meinem Kopf. Für mich ist das so krass, was heißt Zeitverschwendung, aber es stresst mich. Doch, es ist nicht Zeitverschwendung, ist ein negatives Wort. Es ist einfach so, in meinem Kopf ist es so verankert, okay, es nimmt so viele Erlebnisse, nimmt es dir einfach weg, dadurch, dass du jetzt irgendwie so voll da drin bist und keinen Rhythmus hast so geregelt. Und das ist so krass, dass ich immer mehr in dem Denken bin, so wie du. Und ganz ehrlich, ja, okay, und du musst auch sehen, es nimmt dir dein Potenzial. Es nimmt dir deine Eigenständigkeit. Also du könntest selbstständig Dinge tun, die kannst du nicht tun dadurch. Auch wenn du gut bist in deinem Job, aber du tust es für andere, du tust es nicht für dich. Wir sind nicht grundlegend egoistische Menschen, aber das schwirrt, gerade wenn man sowas vorhat wie wir, dann schwirrt das immer so ein bisschen im Hinterkopf, okay, was könnte ich gerade machen, wie könnte ich unsere Sache voranbringen? Und man weiß, okay, nee, 12 Tage lang geht da gar nichts, weil wenn ich heimkomme, dann bin ich platt. Das ist es halt, es ist so, es ist so traurig, das ist auch so, was ich mir ja für mich wünsche oder wo ich irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich darauf hinarbeite, aber dass ich irgendwie diese Zeit vor oder danach mehr nutze, weil das kriege ich absolut nicht hin, merke ich immer wieder. Weil dann setze ich mich unter Stress, okay, an welchen Tagen kann ich so ins Fitnessstudio gehen, dass es mich nicht unnötig irgendwie stresst. Am liebsten mache ich das ja immer vor der Arbeit. Geht immer ganz gut, weil ich mehr viele Spätdienste habe, aber das sind immer so Stress. Und dann ist noch hier dieses Ding, Instagram und YouTube und das ist halt was anderes, wenn man das eigentlich nur machen kann und nicht nebenbei noch oder hauptsächlich dann noch arbeitet und du kriegst es ja noch mehr hin, aber ich krieg mich, in der Zeit bin ich ja für nichts zu gebrauchen. Aber das ist Training, das kommt mit der Zeit. Und man merkt ja auch schon, am Anfang hast du du hattest wesentlich weniger Kondition, was zum Beispiel hier am Schreibtisch sitzen angeht und irgendwie so, ne? Du hattest weniger Konditionen, das wird als mehr und du hast doch diese Energie, von der du gerade sprichst, das bisschen dieses Aufgeregtsein, dieses, ich denke mehr wie du es sagst. Und das spürt man ja auch, dass du in die Richtung mehr machst aktuell. Ja, und es ist so. Ich glaube, du musst einfach lernen, dir deinen Tag noch ein bisschen besser einzuteilen, dich weniger ablenken zu lassen, dir mehr Blöcke zu setzen. Ja. Das mache ich dann, das mache ich dann. Also das ist so, wenn ich das von außen sehe. Ich mache das auch nicht perfekt. Ich mache in keiner Weise. Aber ich bin mir bewusst, wie leicht ich abzulenken bin. Ja, eins unterscheidet sich bei uns ein bisschen. Also ich will das nicht in den Vordergrund rücken, aber du hast neben der Arbeit, hast du YouTube. Und ich habe noch irgendwie so der Sport, der mich zusätzlich noch stresst. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und das ist, aber ja, man muss sich irgendwie so in der Zeit, irgendwie so Zeitblick. Auf der anderen Seite sage ich mir dann so, okay, ich habe auch keinen Bock, mich jetzt irgendwie zu stressen oder so. Nee. Also ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, okay, wie schaffe ich es irgendwie entspannter an Situationen anzugehen und generell einfach meine Denkweise
zu verändern. Aber irgendwie mehr ins Positive. Genau, ins Positive. Und der Hauptgrund ist auch, Dinge zu finden, die nicht wichtig sind. Dinge zu finden, die dir Zeit nehmen, weil klar, dieses ganze Sportding, das ist ein großer Baustein, aber der nimmt dir nicht den ganzen Tag. Also wir haben mehr Zeit, als wir denken. Und das meine ich auch, geht das darum, ist oftmals... Aber es beschäftigt dich gedanklich. Weil ich in meinem Kopf plane, okay, wann kann ich dann und das machen? Und jetzt ist mein Laufband ist wieder da. Jetzt ist immer noch okay, Fitnessstudio, wann gehe ich dann laufen? Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, warum es für mich so... Für andere klingt das so, ja und, dann machst du das eine halbe Stunde. Für mich ist das so ein Plan, aber weil es ja auch so ein bisschen Überwindung ist. Es ist super interessant. Wenn du von vielen Terminen sprichst, dann reden wir in einer Woche von 3. Von kurzen Sachen. Und das ist für andere nichts. Ne? Und wir müssen wirklich, wenn wir von uns ausgehen, wir sind Menschen mit extrem wenig Terminen, wenn du so willst. Ja, aber ich meine irgendwie, es ist auch schwer zu beschreiben. Ich glaube, es ist... Das ist interessant, das ist viel Kopf gemacht bei dir. Das ist viel, du denkst, es ist so, aber du hast eigentlich viel mehr Zeit, als du denkst. Du könntest viel entspannter sein, als du bist. Definitiv. Ja, das ist aber auch, das hat auch mit Mindset zu tun. Nein, das ist definitiv so. Ich muss noch herausfinden, wie ich das am besten, was das da für Ansätze gibt, wie ich das lösen kann. Ja. Wie stehst du zu unserer Beziehung aktuell? Oh, schwierig. Nein. Ist eine gute Frage. Ich finde eigentlich, ich finde es grundsätzlich harmonisch. Immer unsere Eckpunkte, wo man sich dann doch mal ein bisschen ankauft. Ob es heute so Dinge sind wie Salz, dass ich einfach denke, so Alter, dich muss das nicht interessieren. Nee, es geht ja meistens darum, wenn sich der eine ins Leben vom anderen einmischt. Genau, so Sachen. Aber das ist halt auch die Frage, wie reagiere ich drauf, wenn das passiert? Ja, du bist halt ein kleiner Arsch. Ach, oder nee, du denkst, dass du ganz okay reagierst, ne? Nein, ich meine nur, wenn du dich in meine Sachen manchmal, dann ist es mir manchmal so egal. Dann reagiere ich da gar nicht drauf. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ja, aber da sind wir unterschiedlich. Ich denke mir immer so, aber ich glaube, ich bin geschädigt von vor ein paar Jahren noch. Kann man ja so sagen, dass du da ja ziemlich viel, was heißt zu meckern hat, aber ziemlich viel was gesagt hast. Ich bin da, glaube ich, so geschädigt, wo ich mir so denke, muss das sein? Ich meine, ich weiß nicht, ich kommentiere auch viel, das ist mir bewusst, aber ja, das ist halt meine Art, ich reagiere dann immer sehr schnippig. Und was wir ja auch öfter das Thema hatten, ist von wegen, oder ich weiß gar nicht, wo das so häufig aufkam, aber bei Nicolette, dieses Thema, diesen Spagat zwischen Freundschaft und Beziehung. Ja. Dass es eine Beziehung nicht zu sehr in eine Freundschaft geht in diese Richtung und dass man da vorher schaut. Das beschäftigt mich in letzter Zeit auch. Sehr. Was heißt sehr, aber es ist also so, ich habe gestern noch drüber nachgedacht. Ja, weil es ist, wir haben damit immer irgendwie Probleme. Ja, haben wir. Und es ist nie, dass wir nicht miteinander zurechtkommen. Das war es auch damals nicht vor der Trennung. Das war nicht das Problem. Wir harmonieren ganz gut. Wir passen von unserem Leben irgendwie, wir passen schon zusammen. Wir können miteinander leben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir dazu neigen, uns dann irgendwie ein bisschen so zu oft auf den Arm zu nehmen, dass wir dazu neigen, dass wir Schwierigkeiten haben, Erotik zu schaffen in gewisser Weise, dass wir uns anziehend halten für den Partner, dass wir, also es sind so Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und es gibt dann immer die Punkte, wo man merkt, okay, ja, also es ist gerade, wir müssen ein bisschen gegenlenken gerade, sonst geraten wir da rein. Ja. Und weil wir es schon einmal durch haben, wissen wir, okay, ja, jetzt
müssen gucken, dass wir was machen. Das hört sich jetzt dramatischer an, als es ist, aber wir merken dann einfach, okay, vielleicht mal wieder ein bisschen ernsthafter, vielleicht mal Wir wieder ein wissen ja auch, bisschen was das Problem erwachsener. ist. Wir wissen, was das Problem ist, ja. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Das so eine Und große Sache ist das nicht. Das haben viele Paare, ganz ehrlich. ja, aber trotzdem, also wir wissen einfach, woran es liegt und wir versuchen ja auch da immer Lösungen zu suchen, Zu finden. zu finden, zu suchen, zu finden. Ja. Ja. Na, aber ich glaube, im Grundsatz sind wir doch immer ein gutes Team. Also diese viele Zeit zusammen könnte für viele problematisch sein, aber es ist nicht für uns. Nee, klar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil auch gerade, weil du mehr Verantwortung übernimmst, das ist ganz gut. Dass du auch mal merkst, okay, wie viel Arbeit steckt in Dingen, dass du weißt, warum es sinnvoll ist, das im Vorhinein zu tun und nicht zu sagen, nächste Woche geht der Flieger, 3 Monate Reise, ach, lass doch mal einen YouTube-Kanal starten, weißt du? Also so Dinge, die unvorbereitet wären, wo man kein klares Ziel hat, man weiß vorher nicht, wie viel Arbeit das ist, man weiß vorher nicht, was du alles lernst in der Zeit davor. Und ich bin so froh, dass ich ein Jahr vorher damit angefangen habe und darauf hinarbeiten kann. Und langsam scheinst du zu realisieren, dass das Ganze sinnvoll ist. Ja, also was sinnvoll ist, ich weiß nicht, jeder, der darüber nachdenkt, sollte das, glaube ich, auch so haben, wenn man vorhat, egal was, ob man auf Reise ist oder auf irgendwas anderes und man will aber Videos machen. Ich glaube, dann ist, jedem, also in meinem Verständnis eigentlich, gehört es mit dazu, sich da im Vorfeld auseinanderzusetzen und das auch mal gemacht zu haben. Zumindest, wenn man es von Anfang an ziemlich perfekt haben möchte. Ja. Und nicht auf einmal so wissen, das ist so viel Schneidarbeit, das ist mir ja gar nicht in den Sinn gekommen. Und genau das ist ein Punkt, wenn du anfängst und du hast das noch nie gemacht, dann bist du einfach nicht gut. Dann siehst du die gut gemachten Vlogs, weißt aber nicht, was daran gut ist und was schlecht ist. Und dann fängst du an und dann hast du Längen in deinem Video, dann hast du keine Story in deinem Video, dann hast du wackelige Bilder in deinem Video. Weißt du hast null Plan. Du fängst an und bist ein Versager, was Video, woher soll's kommen? Und wenn du das über ein Jahr gemacht hast und du hast viel Zeit investiert, dann fängst du an einem ganz anderen Punkt an. Und da geht's auch um eine künstlerische Aussage. Du entwickelst einen gewissen Stil, auch wenn der immer noch ähnlich ist zu anderen wahrscheinlich. Aber du entwickelst keinen Stil in 2 Monaten, sondern du entwickelst einen Stil über sehr viel mehr Zeit. Und du merkst, was gefällt dir, wie schnell soll sich das anfühlen, was willst du vermitteln, wo willst du ungefähr hin? Und du weißt ständig, was du willst, aber du kommst da nicht hin. Und du kommst immer, je mehr Zeit vergeht, desto näher kommst du dem Ganzen, desto näher kommen sich dein Ziel und das, was du kannst. Und irgendwann kommen die Dinge zusammen und dann sind die Videos gut. Nur dann. Und das ist bei allem so. Also wir merken gerade, das ist das, was dich auf jeden Fall sehr beschäftigt letzte Zeit, oder? Das beschäftigt mich ja immer. Ja, aber es ist ja schon, da hast du häufiger drüber geredet, wenn wir mal auf dich kommen, was dich momentan beschäftigt. Ja, das stimmt, ja. Weil das im Moment, das ist so, Ja, das Ding ist, dadurch, dass ich jetzt auch mehr so ein bisschen YouTube mir angucke, also jetzt nicht, wie man irgendwas macht, da ist mein Interesse leider Gottes immer noch gleich 0. Aber so generell die Art, wie andere Leute Videos machen und dann sieht man ja immer so die kleineren Accounts, sag ich mal, zwischen denen, die so riesig sind und es halt aber auch so richtig, also wirklich richtig gut machen. Es ist ein Unterschied. Aber die Großen sind lange dabei. Das ist der Punkt. Nee, sag ich ja. Wie gesagt, dieser Lost Le Blanc, den wir jetzt, oder du neu entdeckt hast, den ich neu entdeckt habe,
der macht das ja schon wie viele Jahre, wo YouTube ja damals nichts war. Ja. Und natürlich sieht man, es wäre auch schlimm, wenn man über all die Jahre, wenn man dieses Ziel hat, das zu machen, nicht besser wieder. Aber das ist schon richtig krass. Das ist richtig krass, das stimmt. Nee, und um nochmal dahin zu kommen, was gerade so mir im Kopf, das ist manchmal so schwierig, sich vorzustellen, was in 10 Jahren ist. Und ich finde ich überlege dann immer ganz viel, okay, wie können wir das Ganze, warum ist es dann noch spannend? Wie kann es dann noch spannend sein zwischen uns beiden? Die Beziehung, Die Beziehung. Dass man keine Lust hat auf jemand anderen. Dass man nicht auf einmal guckt und denkt, oh ja, ich hätte gern mal wieder ein bisschen mehr Leidenschaft, ich hätte gern mal wieder dieses, sich leicht fühlen und sich so und alles neu und irgendwie alles, ne, diese ersten Monate oder was weiß ich was. Ja, das ist ja immer so eine krasse Vorstellung und mich würde es interessieren, ob das Leute wirklich permanent schaffen oder was immer so permanent immer mal wieder Momente sich zu holen nach all den Jahren, wo man dieses Gefühl hat. Ja. Es ist bestimmt möglich. Ich glaube auch. Nein, es ist einfach halt auch ein Stück Arbeit, denke ich. Es ist ein Stück Arbeit und es ist auch, man muss auch die richtigen Gedanken dazu haben. Man darf keine falschen Sachen erwarten. Man muss einfach ein Bewusstsein dafür haben. Man muss ein Bewusstsein dafür haben. Ich brauche jetzt nicht zu erwarten, in 10 Jahren fühlt es sich so an wie das erste halbe Jahr. Das ist Quatsch. Aber dann muss ich mir bewusst sein, okay, was kriege ich denn mehr in diesen 10 Jahren? Was kriege ich im ersten halben Jahr nicht? Was kriege ich in 10 Jahren? Mhm. Oder was hat die Beziehung in 10 Jahren, was sie jetzt noch nicht hat? Und man muss, glaube ich, einfach die Prioritäten dahingehend verschieben, ein Stück weit. Auf jeden Fall, man kann ja nicht das erhoffen, was man am Anfang einer Beziehung hat. Ja. Also wer so denkt, wie soll da jemals was zustande kommen, also was längerfristiges. Ja. Und das hat auch mit Erwachsenwerden zu tun. Weißt du, das Problem, sich irgendwann einzugestehen, nee, wenn ich 40 bin, dann laufe ich keiner 20-Jährigen auf einmal hinterher und gucke, dass ich da meine Krise irgendwie überwinde, die in meinem Kopf abgeht, sondern wenn ich 40 bin, dann bin ich genau da, dann bin ich 40 Jahre alt. Und dann mache ich so eine Scheiße nicht. Ich glaube, es ist wichtig, sich von vornherein bewusst zu sein, dass man erwachsen wird und dass man älter wird und dass man irgendwann manche Dinge einfach nicht mehr tut, weil sie keinen Sinn mehr machen, weil sie das eigene Leben kaputt machen. Ja. Das ist spannend. Ich glaube, viele Leute laufen irgendwann gewissen Dingen nochmal hinterher. Das kann gut sein. Wenn man mit sich auch nicht im Reinen ist oder sich nie dieser Moment von Erfüllung irgendwie, was eine Beziehung so gebracht hat, vielleicht eintritt. Und das ist wirklich was mich interessiert. Ich habe eine Frage, und zwar, was damals oftmals auch Thema war zwischen uns. Aber hast du nie das Gefühl, dass du was verpasst hast? So, beziehungsweise, also so diese kurzen Dinge, da man irgendwie so eine Art One-Night-Stand oder da irgendwie, keine Ahnung, so Erinnerungen, von denen man irgendwie zehrt ein Stück weit. Ich merke das bei mir selbst. Es ist nicht so, dass ich das will, dass ich irgendwie jetzt rausgehen muss und nee, brauche ich nicht, aber ich habe so gewisse Sachen, an die ich manchmal zurückdenke und ich muss irgendwie schmunzeln oder ich muss irgendwie einfach so, weil es abgeschlossen ist, aber weil es irgendwie dazugehört und weil ich manchmal davon zehre ein bisschen. Was war die Frage nochmal? Ob du keine, also was so körperliche Dinge, was sexuelle Dinge, was Beziehungen, dass du da nicht denkst, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, ey, nee, ich habe doch was verpasst. Wie gesagt, es kann alles sein, aber ich für jetzt, in dem Moment, auch noch damals, habe ich dieses Gefühl nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, weil ich
der Mensch war oder bin, der sich danach groß gesehnt hat, nach irgendwie so Abenteuer. Ja, aber du bist ja schon jemand, der gerade, wenn er in Filmen oder in Serien oder so, da bist du schon. Warum hast du dich nicht danach gesehnt? Hat das zu tun gehabt mit deinem Selbstbewusstsein, dass du kann nicht, einmal gut dass du nicht sein. dass du nicht so eine warst von wegen, oh, ich hole mir jetzt, worauf ich Bock habe, ich hole mir jetzt genau das. Man sollte das wirklich meinen, weil ich auf alles Fiktive richtig abfahre. Ne? Ja, du malst dir Geschichten aus, so sexuelle Geschichten mit diesem. Ja, du malst dir das total aus. Und dann frage ich mich immer, warum nie im Realen? Was ist der Punkt, warum nicht im Realen? Weißt du, ich glaube, das hat so ein bisschen. Das ist eine gute Frage und ich frage mich das tatsächlich. Ich denke mir manchmal auch so, warum eigentlich nicht? Aber weißt du, damals, ich glaube, es hat einmal mit meinem Aussehen zu tun, weil ich einfach viel dicker war damals. Aber auch so, ich meine, man ist auf einem, also nicht, dass man hier jetzt nicht auch in einem Dorf aufgewachsen ist, aber da, wo ich halt gewohnt habe und sehr ländlich. Und ich war immer jemand, der hat sich mit so viel anderen Dingen beschäftigt. Also so hat sich für mich angefühlt, wie mit den Leuten, die da wohnen. Also oder zumindest mit Dingen, mit denen man sich nicht jeder mit beschäftigt. War es der Musikgeschmack oder so, der immer unterschiedlich war? Oder auch irgendwie. Zu den Menschen, also zu den Männern da. Ja, generell, so, ja, diese Vorstellung und auch Film. Und das hat mich geprägt im Sinne von, was ich anziehend finde und was ich attraktiv finde. Ja, einfach so, was ich attraktiv finde und spannend. Und das hat sich nie damit abgedeckt, was ich gesehen habe praktisch. Das ist interessant, weil letztendlich hast du diese ganz frühen Erfahrungen, die hast du teilweise ersetzt mit Medien oder mit Serien. So mit 15, 14, 15, 16. Was hast du da gemacht? Weißt du, viel ist im Kopf passiert bei dir. Du hast eine Vorstellung gehabt schon sehr früh, was du willst. Und dann hast du, je mehr du diese Vorstellung, also das ist jetzt nur eine Theorie, je mehr du diese Vorstellung hattest in deinem Kopf, was du anziehend findest, desto weniger haben die Menschen in deinem Alter, die Männer in deinem Alter da reingepasst. Ist auch so. Aber es war jetzt auch nie so, dass ich großartig interessiert. Ich hatte wirklich immer noch diese romantische Vorstellung, wenn, dann eine Beziehung und so. Jetzt nicht, ich will mal da und da. Das war nie der Fall. Aber auch, weil es einfach, ja, weil es für mich nicht, auch wenn es für die natürlich auch für anderen nicht gepasst hat, aber für mich war nie, das fand ich alles immer so dumm. Erst so, als ich da nach Koblenz gekommen bin auf der Schule, da war es irgendwie so ein Wechsel, weil man auch mit älteren Menschen zu tun hatte. Und so. Ja, es ist sowieso der Punkt, warum sucht man eine kurzfristige Nähe zu einem Menschen? Also ich kann das voll nachvollziehen. Es gibt immer Menschen, die brauchen eher keine Beziehung. Ich weiß auch nicht, warum mein Gedanke immer doch sehr romantisch war in dem Sinne. Und ja, ich weiß nicht, gerade in dem Moment dann mit der Ausbildung und so, dann hast du das irgendwie alles erfüllt, sage ich mal. Also was ich spannend fand und dann, ja. Ja. Also nicht so, dass ich auch gerade nach unserer Trennung irgendwie, weil ich auch irgendwie mich verändert habe und ein anderes Bewusstsein für alles habe, dass ich dahingehend nicht, da hat sich schon was verändert, aber wie gesagt, der Grundgedanke, dass ich Angst habe, irgendwas zu verpassen, nur weil ich in einer langen Beziehung bin, was man jetzt auch als lang betitelt, ist nicht da. Ja. Es ist aber interessant, das muss auch nicht passieren, aber ich glaube, je selbstbewusster du wirst, je älter du wirst, wenn du 30 bist und dann hast du ein anderes, ich glaube, dann denkst du nochmal anders über die Dinge und dann hinterfragst du das und dann, es muss nicht sein, dass du dann eine Affäre anfängst oder keine Ahnung was. Aber ich könnte es vollkommen nachvollziehen. Okay. Und generell, wir sind
wir sind beides Menschen, wir haben keine Probleme in der Beziehung, wir würden auch den anderen nicht verarschen, wir haben aber auch nicht diesen Besitzanspruch. Mir tut der Gedanke, dass das passieren könnte, weil es eben diese Umstände gibt, wie du aufgewachsen bist, wie lange du gebraucht hast, um zufrieden mit dir zu sein, um zu wissen, was du willst. Wenn das länger gedauert hat, bis 30, bis 35 und dann bricht es auf einmal raus, das ist was vollkommen Logisches. Und wer wäre ich denn zu sagen, oh, ich muss da, aber das darf auf keinen Fall passieren und also die hat sich jetzt für mich entschieden und jetzt bleibt, und weißt du so. Ja, das kann man ja aber auch nicht. Nee, kann man nicht, deswegen. Aber deswegen das ist spannend, es würde mich selbst interessieren, ob der Punkt kommt. Also wenn er da ist, ist er da. Sowas ist ja nicht planbar. Da sprechen wir dann in Podcast-Folge 190 drüber. Nein, aber es ist interessant. Ja, ist aber krass. Ja, das ist da viel so, man hat Ideale in Filmen und Musik gesehen, gerade wenn man sich damit viel beschäftigt und da hat einfach wirklich nichts zu gepasst. Mal abgesehen davon, dass ich in meinen Selbstwert lower als im Keller war wahrscheinlich. Ja, also genau, nicht, das war. Aber zumindest was diese Jungs-Sache angeht. Ja. Alles andere. Ja. Nee, es geht aber um die Jungs. Genau. Und ja, ist spannend. Krass, ne? Aber ich fand es auch gar nicht schlimm. Alle irgendwie waren da und eine Beziehung und da eine Beziehung, dann gab es da der Krach und da Schreierei und da Heulerei und da hast du so gedacht, Das ist auch alles noch so, am Anfang ist das alles so dieses Kindergartengedöns. Ja, das ist alles so, diese das ist alles so anstrengend. Jeder hatte da jeden und das war für mich immer null interessant. Ja. Vielleicht liegt auch daran, dass meine Freundinnen auch nie wirklich Beziehungen hatten. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da auch nie so, dass wir immer uns hatten. Ja. Aber ja, so. Das war nie. Das ist immer noch kein Thema. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommen mit 30 und ich freue mich ja. Midlife Crisis. Ich fieber auf meine 30 zu, ich finde es geil. Ja, dann who knows? Who knows? Ja, so ist es. What you see is what you get. Ja, alles klar. Gibt's noch was? Ich habe mich als gefragt, ob ich die Frage stellen will, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich sie dir in dem anderen Video stellen möchte. Oder generell uns. Aber wir haben auch gestern schon drüber geredet, kurz beim Schlafengehen. Mich würde einfach interessieren, was irgendwie so deine oh nein, sage ich das jetzt? Doch, jetzt habe ich angefangen. Vielleicht, ich kann sie ja trotzdem nochmal stellen in unserem 7-Frage-Ding. Und zwar fand ich es cool zu hören, was deine aufregendste oder schönste Erinnerung, es muss nicht positiv, es kann alles Mögliche sein, in unserer Zeit war. Oder ist. Das ist interessant. Und das ist komisch. Aber das ist so, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Erinnerung. Ich glaube, das Erste, was mir in den Kopf kommt, das ist echt komisch, dass das so ist das allererste Mal, wo du zu mir kamst, wo wir miteinander geschlafen haben, das erste Mal. Weil das wirklich abgedreht war. Ich kann mich erinnern, welchen Film wir geguckt haben. Und das war so, das war irgendwie so abstrakt so für mich, dass wir miteinander schlafen würden. Ja. Und danach, oder war das 2, The Hateful Eight und so auch irgendwann versucht zu gucken, ist es, aber das war, genau. Ich glaube 3 oder 4 Mal haben wir es probiert. Und das ist das eine, das ist dieses, weil da diese Spannung war, und das ist nie wieder, also das hast du am Anfang, und das ist das, warum die Menschen gerne wechselnde Partner haben. Ja, man kann es schon was verstehen. heißt wechselnde also weißt du hast diese Spannung immer wieder. Ja. Und dieser Mensch öffnet sich dir immer wieder. Und das ist so eine Art von, oh mein Gott, es fühlt sich komplett neu an, es ist komplett, das ist immer wieder, und wenn du ein Mensch bist, der das schätzen kann, wenn du ein Mensch bist, der nicht, ich habe jetzt die und die und die, sondern wenn du schätzen kannst,
was es für ein Privileg ist, mit einem Menschen so intim zu sein, immer wieder mit verschiedenen Menschen, dann weißt du, was das bedeutet. Dann weißt du, wie tiefgehend das Ganze ist. Und wenn man das Gefühl dann immer wieder, es muss ja nicht permanent sein, aber immer wieder mit einem festen Partner hat, wie cool ist das? Ja, das wäre das. Und das wäre praktisch das Endziel. Richtig, dafür muss man attraktiv für den anderen bleiben. Und ich merke das im Moment an mir, ich lasse mich sowas von gehen in gewisser Weise. Natürlich nicht im Kopf, aber ich halt körperlich und mein Gott, ganz ehrlich. Und ich bin auf dem Trip, ich habe seit Wochen nichts bestellt bei Amazon. Ich kaufe mir aktuell gar nichts und ich bin so glücklich mit mir selbst, weil ich das tue. Aber ich merke, dass ich daraufhin, ich verlodder ja als mehr. Und da muss man echt aufpassen, dass man dann für den Partner nicht auf einmal unattraktiv wird. Und zurück zu den Erinnerungen. Nein, ich glaube, dass das andere... auch intensiv, aber weil es auch was Ähnliches ist nach unserer Trennung. Ich kann mich erinnern an diesen Moment. Ich kann mich erinnern, wo ich in unserer gemeinsamen Wohnung, die total leer war und wo du drin gewohnt hast seit Wochen allein, wie ich da sitze, wie du dir was kochst und wie wir darüber reden irgendwie und wie wir uns wieder so ein bisschen annähern und ganz komisch. Und ich kann mich daran erinnern, wo wir uns nach so langer Zeit wieder geküsst haben und wie voll sich deine Lippen angefühlt haben. Und das ist so ein komisches Gefühl, weil man vergisst, wie besonders dieses Gefühl ist. Es wird Normalität für einen, weil natürlich, das sind die Lippen, die man 100-mal am Tag irgendwie küsst und egal wie. Aber wenn man das wochenlang nicht gemacht hat und dann fühlt sich das so komplett anders an. Ja, das war eine richtig krass intensive Zeit. Ja. Habe ich auch Tränen in den Augen. Ja, ich sehe es. Nee, und zwischendrin natürlich. Und also das sind diese Momente voller Spannung und dann gibt es ganz viele Momente voller Zuneigung, voller Vertrauen. Aber das hat dann eher damit zu tun mit den Dingen, die man so sammelt, so gemeinsame Erfahrungen. Irgendwie, keine Ahnung, Santa Monica Pier oder jetzt geht ja auch nur so um wie im Impossible Burger oder wie in den Bussen in Vietnam oder wie, also es gibt ja ganz viele so Sachen, wo man einfach gerne dran denkt. Ja. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mal für heute. Ach, wir reden nur von dir. Nee, wie, was? Ach so, wie? Okay, ja, natürlich. Nee, du hast mir die Frage gestellt, okay, dann geht die auch an dich. Das halt sofort dazu sagen müssen. Weil wir sind ja im Moment in unserem Frageding so, dass wir die Fragen so einseitig stellen, deswegen dachte ich, die Frage ging um mich. Wenn du das nicht hören willst, dann... Nein, natürlich, ich will's hören, mach mal. Tatsächlich hat sich meine das ein bisschen verändert, als du das gesagt hast mit dem ersten Sex und so. Da kam mir auch gerade der krasse Gedanke so, oh mein Gott, ja, ich weiß noch, wie wir auf dem Konzert waren. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer gespielt hat. Donuts. Wir auf dem Donuts, genau. Und dass ich dann nach dem Konzert von dir diese SMS bekommen habe, wo du praktisch gefragt hast, ob wir uns für Sex treffen wollen. Oh Gott. Und es wirkt jetzt so, als hätte ich das regelmäßig gemacht. Das habe ich aber nicht. Das hab ich nur gemacht, weil ich wusste, dass du auf mich stehst. Bitte, ne? Ich habe das wirklich sonst nicht gemacht. Oh, es ist so peinlich, dass du das so erwähnst. Super. Das war das Einzige, was du wolltest. Du wolltest es ja offenlegen. Oh. Aber das war so weil ich auf dich stand, das war so ein krasser Moment, wo ich gerade so gedacht habe, so, ich weiß gar nicht, was das für ein Feeling in meinem Körper gemacht hat, sage ich mal. Mhm. Richtig krass. Aber witzig auch, das so zu hören von dir. Ja, weil ich wusste, dass du stehst. Oh ja, aber dieses Gefühl, das ist so ein ganz komisches, wenn man so eine Meldung bekommt, irgendwie jemand ist gestorben oder jemand ist, also sowas womit man nicht rechnet. Ja, und das macht so... Ja, so haben wir so heiß, mir wurde so heiß. Ja. Das fühlt sich so komisch an im Bauch. Ja. Ja. Das ist vor allem, wenn man halt nicht damit rechnet, ne? Ja, das ist krass dann. Ja. Vor allem, weil das ja auch der Tag war, also dieses Konzertding, wo
Lisa und ich ja auch erstmal durch euch beide gecheckt haben, dass ihr gar Dass nicht wir mehr nicht mehr zusammen sind. seid. Ja, genau. Ihr genau, beide genau. so, habt ihr das nicht mitbekommen? Lisa und ich gucken uns an. Nee. Nee, aber du warst bei deiner Lieblingserinnerung oder bei deinem... Das war so ein krasses Gefühl und Für dann für dich selbst, für ja. mich selbst. Und Was war das Eigentliche? Du hast ja gerade gesagt, du hast es angepasst, während ich gesprochen habe, aber was war das Eigentliche? naja, du weißt es schon, weil ich das gestern schon gesagt habe, aber ich fand das so spannend. Das war dann noch dieser ich weiß nicht wieso, aber dieser Kinomoment, wo wir beide in Safari gegangen sind, ins Palatin. Ich weiß nicht, ob Mainz Palatin, dieses ist doch schon abgeranzter ehemalige heruntergekommen. Pornokino. Genau. Grandios. Wir alleine in diesem Film, der und Ulrich Seidel, so ganz stranger Film, so richtig, aber es war so. Ey, ja, ich glaube, das war ein Moment von wegen, oh mein Gott, man kann seine seltsamen, und das ist auch so ein Ding, was einen zusammenschweißt, man kann den anderen verstehen oder man guckt sich Dinge an, für die viele gar keinen Sinn hätten. So, und man sieht da was drin und man kann komische Filme im Kino gucken und andere gehen nur in Disney-Filmen, Marvel und blablabla, gehen in die großen Kinos nur und man selbst guckt sich die letzte ausländische, also so total abgedrehte Freakshows an und das ist schon echt ein tolles Gefühl in dem Moment, ja. Generell vermisse ich unsere Kinozeit sehr. Ja. Und was ich ja auch schon gestern erzählt habe, für dich war es der Moment, als wir uns das erste Mal nach der Trennung in unserer leeren Wohnung getroffen haben. Für mich war es der Moment, als du das erste Mal auf der Arbeit praktisch zu uns kamst. Du hast auf der anderen Gruppe ausgeholfen, kamst aus irgendeinem Grund rüber. Ich weiß noch, wie ich mit der Nina am Arbeiten war und sie dich praktisch hier reingelassen hat und dann du gefragt hast, ja, wo ist denn die Melina? Sie so im Büro und ich wusste, dass du kamst, weil ich dich gesehen habe und ich habe mir so gedacht, oh nee, bitte fuck mich jetzt, nee, der kommt jetzt nicht wirklich, das macht er nicht wirklich. Und dann standst du da und wir haben ja auch schon gestern geredet, also okay, Melina, cool as fuck. Du bist The bitch. Und das hatte ich für dich ja auch ausgestrahlt. Ne? Ja, genau das. Und wie ich da darüber geredet habe, dass ich mit meiner Schwester in dem Restaurant Mainz war und dann so saucoole Bilder mit dem Künstler gehangen haben. Die dir bestimmt gefallen und dann weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergegangen ist, dann bist du ja auch gegangen und das war so krass, weil das erste Mal, wirklich, ich glaube, das war das erste Aufeinandertreffen, wo ich auch nicht voll verheult dich irgendwie wiederbekommen wollte, etc., sondern... Oh mein Gott. Wenn du das war krass, ja, genau. Du hast viel versucht durch Klammern, durch... Ich habe so hart geklammert, ich war so lost selbst, dass ich flennen konnte. Ja, okay. Das ist so krass, und das ist dieser Teil, das ist der schockierendste Teil, den ich ja noch nie gekannt habe in der Art, von mir selbst oder das. Und das ist so widerlich, wenn ich daran denke. Naja, aber siehst du es so, du hast das realisiert. Auf jeden Fall und ich hoffe, dass es nicht wieder so passieren wird. Nein. Oh mein Gott, wie unangenehm auch. Aber umso cooler war dieser Moment, so okay, wo ich mir gedacht habe, so okay, ich konnte so sein. Ja, Melina, this is the way. Um das Ganze jetzt kurz vor Schluss noch ein bisschen aufzulockern, wo du eben Nina gesagt hast, ich fand's so witzig. Ach genau, und danach kam sie so, und die kam mir kurz und meinte ich so, ja, das ist der. Und er so, und sie so, was? Nein, ich muss aufhören, so freundlich zu dir zu sein. Und das ist auch so geil. Nina hat mich, glaube ich, auch danach noch, wo wir wieder zusammen waren oder so, immer mit dem Hintergrundwissen angeguckt und richtig betrogen habe. Bis du ihr dann mal gesagt hast, dass ich dich nicht betrogen habe in dem Sinne, sondern dass sich unsere Beziehung über ein Jahr lang aufgelöst hat. Und dass du innerhalb von 2 Wochen was Neues, das hatte ich gesagt, und das hat sie halt damit dass du fremd. Oh Gott. Das wusste ich ja, das war ja nicht meine Absicht, das hat sie einfach falsch verstanden. Das hat sie falsch verstanden, das ist richtig. So, alles klar. So, das war heute eine gute Folge, es tut gut mal wieder. Ja, aber mal gut übereinander. Wieder zu weinen. Einmal schwitzen, einmal weinen am Tag. Dann lebt man. Und wir haben es auch wieder länger gemacht, als wir alle wollten. Ah ja. Aber egal. Das ist ja wieder was Persönliches. Habt eine schöne Woche. Bei uns kriegt man halt immer fast eine Stunde Unterhaltung.
Wir können es nicht kürzer im Moment. Wir versuchen es mal wieder demnächst kürzer hinzubekommen. Alright. Gut. Danke fürs Zuhören. Genau, und, danke fürs Zuhören. Eine gute Woche. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und es wirkt jetzt so, als hätte ich das regelmäßig gemacht. Das habe ich aber nicht. Das hab ich nur gemacht, weil ich wusste, dass du auf mich stehst. Bitte, ne? Ich habe das wirklich sonst nicht gemacht.